Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zeige ich euch meinen ganz weichen und fluffigen Zwetschgendatschi mit Zimtstreuseln. Die Zutatenliste ist wie immer in der Infobox unter dem Video zu finden und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Für den Teig benötigen wir 150 ml Milch und 50 Gramm zerlassene Butter. Die Milch und die Butter sind lauwarm. Außerdem noch ein halbes Päckchen Trockenhefe, 50 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei und 350 Gramm gesiebtes Mehl. Die Zutaten dann einfach mit den Knethaken eines Handmixers oder mit einem Holzlöffel oder auch mit der Hand zu einem Teig verkneten. Für eine Küchenmaschine ist mir das einfach zu wenig Teig. Diesen dann eine Stunde gehen lassen. Und der Teig klebt auch ein bisschen. Bitte kein zusätzliches Mehl hinzufügen, er wird noch etwas fester. Die Zwetschgen, ich habe 800 Gramm, waschen, trockentupfen, halbieren, entsteinen und jede Hälfte dann längs einschneiden, aber nicht durchschneiden. Dann 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 70 Gramm kalte Butter und etwas Zimt in einer Schüssel zu Streuseln verarbeiten und erstmal kalt stellen. Den Hefeteig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und zu einem Fladen formen. Ich rolle ihn nicht aus, ich mache das mit den Händen und ich knete ihn nicht nochmal durch. Und heute backe ich meinen Zwetschgendatschi in einer Backform und sie hat einen Durchmesser von 30 cm. Es geht natürlich auch ohne Backform, man kann ihn wunderbar auf einem Backblech backen. Meine Backform habe ich mit Butter eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt. Falls ihr den Zwetschgendatschi auf einem Backblech backen wollt, solltet ihr das Backblech mit etwas Backpapier auslegen. Und jetzt gebe ich meinen Teig in die Backform und belege ihn mit meinen Zwetschgenhälften und dabei sollte das eingeschnittene Ende oben sein. Und vielleicht noch ein Satz zu Hefe. Alle, die gerne frische Hefe verwenden, können einfach 10,5 Gramm frische Hefe nehmen. Die sollte man allerdings erst in Milch auflösen, denn so kann sich dann auch die volle Wirkung der Hefe entfalten. Jetzt noch die Streusel gleichmäßig auf den Zwetschgen verteilen und gleichzeitig auch schon den Backofen vorheizen. Der Zwetschgendatschi kommt dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft für ca. 40 Minuten in den Ofen, plus minus 5 Minuten je nach Backofen. Eine Sache ist noch mega wichtig, falls ihr diesen Zwetschgendatschi auf einem Backblech backen wollt, verkürzt sich die Zeit, also die Backzeit, um mindestens 10 Minuten. Und die Erfahrung habe ich schon mehrfach gemacht, wenn ich diesen Zwetschgendatschi in einer Backform backe, also in einer Backform mit einem Rand, braucht er deutlich länger, also da etwas aufpassen. Und so schön schaut er dann aus, frisch aus dem Backofen. Ich mache das immer so, ich lasse ihn erst auf einem Gitter etwas abkühlen und bestreue ihn dann mit etwas Puderzucker oder auch mit dem normalen Zucker, je nachdem, was ich so haben möchte. Heute ist es Puderzucker und dann schneide ich ihn an. Zum Zwetschgendatschi passt sehr gut geschlagene Sahne und er schmeckt natürlich auch mit einer Vanillecreme oder mit einer Kugel Vanilleeis oder mit 2 Kugeln Vanilleeis. Und pur schmeckt er auch sehr gut, das ist ja alles Geschmackssache. Der Boden, also ohne Belag, ist ungefähr 1,5 cm hoch und genauso mag ich ihn auch. Und hier habe ich nochmal eine Nahaufnahme für euch, dass ihr auch sehen könnt, wie wunderbar luftig und fluffig er geworden ist. Er ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und sage auch schon mal Tschüss, bis dann.